Wir haben eine seltsame Obsession. Wir polieren den Lack, wechseln alle 15.000 Kilometer das Öl und geraten in Panik, sobald im Cockpit eine rote Lampe leuchtet. Aber bei uns selbst, da ignorieren wir die Warnleuchten jahrelang. Rückenschmerzen, die sind ganz normal im Alter. Energielosigkeit, das liegt am anstrengenden Job. Und hoher Blutdruck, den hat doch eh jeder Zweite über 40. In diesem Video geht es heute nicht um Fahrräder, sondern um die einzige Maschine, die du nicht ersetzen kannst. Und warum du sie gerade sehenden Auges gegen die Wand fährst. Der Raubbau. Der Grund, warum wir unser Auto so sehr pflegen, ist simpel. Wir sehen den Wert. Wir wissen, was es gekostet hat. Wir sehen den glänzenden Lack und wir hören jede kleinste Fehlzündung im Motor sofort. Und wir haben natürlich Angst vor dem Wertverlust. Aber bei unserem Körper passiert etwas Gefährliches, denn die Entwertung ist lautlos. Dein Körper schickt dir keine Push-Benachrichtigungen auf dein Handy, wenn deine Arterien verkalken. Er zeigt dir keine Warnleuchten im Sichtfeld, wenn deine Muskulatur so weit abgebaut hat, dass deine Gelenke dein komplettes Gewicht alleine tragen müssen. Wir gewöhnen uns einfach an den Verfall. Wir nennen es Älterwerden und sagen Sätze wie: Ja, mit 40 ist es ganz normal, dass es hier und da mal zwickt. Aber lass uns mal ehrlich sein. Das ist eine Lüge, die wir uns erzählen, um unsere Bequemlichkeit zu rechtfertigen. Stell dir vor, du würdest dein Auto genauso behandeln wie dein Körper. Das heißt, du würdest den dreckigsten und billigsten Sprit tanken, also Fastfood und hochverarbeiteten Zucker. Du würdest den Wagen jahrelang in der Garage stehen lassen, bis die Reifen platt sind und die Bremsen total verrostet sind. Und dann, nach Jahren des Stillstands, wunderst du dich, dass er nach der kleinsten Belastung einfach liegen bleibt. Das ist der Raubbau, den wir täglich betreiben. Wir behandeln unseren Körper wie Sperrmüll, den wir erst dann reparieren, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Aber genau hier ist das Problem. Beim Auto, da kannst du den Motor tauschen, wenn er kaputt ist. Beim Körper bezahlst du die Reparatur mit deiner Lebenszeit. Mit Momenten, die du nicht mehr mit deinen Kindern auf dem Fußballplatz verbringen kannst. Oder mit Reisen, die du nicht mehr antreten kannst, weil du körperlich nicht mehr dazu in der Lage bist. Wir opfern unsere Gesundheit, um Geld oder Zeit zu sparen. Nur um später unser gesamtes Geld und unsere gesamte Zeit dafür zu geben, um nur einen Bruchteil dieser Gesundheit wiederzubekommen. Das ist der schlechteste Deal deines Lebens. Mein persönlicher Totalschaden. Ich erzähle dir das alles nicht, weil ich ein Fitnessguru bin, sondern weil ich der Typ war, der sein eigenes System gegen die Wand gefahren hat. Vor 1,5 Jahren bekam ich die Quittung. Ich saß abends auf der Couch und habe gemerkt, ich bin leer. Ich war nicht nur müde vom Tag, ich war energetisch bankrott. Mein Blutdruck war in einem Bereich, wo der Arzt nicht mehr freundliche Ratschläge gibt, sondern eine ernsthafte Warnung ausgesprochen hat. Ich war gerade mal Anfang 40 und habe mich gefühlt wie ein alter Gebrauchtwagen, der kurz vor einem Getriebeschaden stand. Und dann kam der Moment der Wahrheit. Ich dachte mir, ach komm schon Manuel, das kannst du doch genauso wie früher. Also habe ich mein Fahrrad ins Auto gepackt, bin die Hälfte der Strecke mit dem Auto gefahren, habe da eingeparkt, habe das Fahrrad rausgezogen und bin losgefahren. Ich wollte nur 20 Kilometer fahren und dachte, ich bin noch derselbe Teenager wie früher, also Vollgas und los. Aber die Realität hat mich eiskalt erwischt. Nach 10 Kilometern haben meine Lungen gebrannt und meine Beine waren schwer wie Blei. Als ich dann auf Arbeit ankam, war ich ein einziges Wrack. Dieser Arbeitstag war der härteste in meinem ganzen Leben. Nicht wegen der Arbeit, sondern weil mein Körper mir gezeigt hat, wie weit ich ihn habe verkommen lassen. Ich war schockiert, wie wenig von mir übrig war. An diesem Tag hatte ich 2 Möglichkeiten. Entweder das Fahrrad frustriert in die Ecke schmeißen und akzeptieren, dass ich einfach alt und schwach bin, oder anfangen, die Wartung endlich ernst zu nehmen. Ich habe mich für die Wartung entschieden und habe meine Pendelstrecke einfach halbiert, wieder und wieder. Und ich habe einfach den Stolz runtergeschluckt, dass ich nicht am Anfang gleich die 40 Kilometer geschafft habe. Und wisst ihr was? Mein Körper hat angefangen zu reagieren. Nicht sofort und auch nicht ohne Schmerzen. Aber er hat reagiert. Heute fahre ich diese 80 Kilometer 2 bis 3 Mal die Woche. Und das Verrückte ist nicht die körperliche Fitness, sondern das Verrückte ist das Gefühl danach. Ich bin danach aufgeladen, energetisiert. Ich habe die Energie, um mit meinen Kindern noch Fußball zu spielen und nicht nur, um mich irgendwie halbtot auf die Couch zu schleppen. Ich habe mir meine Lebensqualität zurückgekauft, und zwar Kilometer für Kilometer.
eine Lösung und eine Wahl. Okay, wir sind uns also einig, die Wartung ist dringend überfällig. Aber wie fängt man nun am besten an, ohne den Motor gleich wieder zu überhitzen? Viele machen den Fehler und kaufen sich gleich das 5.000 Euro teure Carbonrad und denken, damit ist es getan. Aber das ist wie ein Ferrari in der Garage, den du nie fährst. Es ist nicht das Werkzeug, das sich rettet, sondern die Gewohnheit. Mein Weg zurück zur Fitness hat mit meinem 26 Jahre alten Mountainbike angefangen. Es ist ein Relikt aus einer vergangenen Zeit, aber es hat gereicht. Vergiss diesen High-End-Wahn. Nimm das, was du hast, oder hol dir einfach ein solides Trekkingbike oder irgendwas anderes. Und wenn du merkst, dass die Hügel und die Distanz dich am Anfang brechen, dann nimm einfach ein E-Bike. Ein E-Bike ist kein Schummeln. Es ist wie die Einstiegsdroge für ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Es ist ein bisschen wie eine Servolenkung für deinen Körper. Hier sind meine 3 Regeln für deine persönliche Generalüberholung. Erstens, die Ergonomie. Ein Autositz fährst du ja auch nicht so, dass er dir den Rücken bricht. Deswegen, dein Sattel muss passen, die Höhe muss passen und dein Fahrrad sollte dir nicht wehtun, weil sonst hörst du wieder auf. Schau dir dazu einfach mein Video an, was ich schon mal gemacht habe, wo du die wichtigsten Tipps findest, die dir am Anfang weiterhelfen. Zweitens, die 50-50-Methode. Wenn dein Ziel 20 Kilometer sind, dann fahr erstmal nur 10 Kilometer. Pack's Fahrrad ins Auto, fahr die halbe Strecke, park dort ein, nimm das Fahrrad und fahr los, so wie ich es auch gemacht habe. Und denk dran, dein Körper braucht Zeit für die Regeneration. Mit über 40 regenerieren sich die Zellen nicht mehr komplett über Nacht. Dein System muss sich erstmal an die neue Belastung gewöhnen. Drittens, der richtige Treibstoff. Du kannst von deinem Motor nicht erwarten, dass er Höchstleistungen bringt, wenn du ihn nur mit minderwertigen Sprit fütterst. Seit ich mit dem Fahrrad fahre, esse ich viel bewusster. Ich esse jetzt, um Energie zu bekommen und nicht um einfach nur satt zu werden. Und das Schöne ist, ich kann einfach meine 3 Mahlzeiten essen, ohne dass ich zunehme. Mein 4. Zusatztipp: investiere in Sicherheit. Ein Helm und eine Schutzbrille sind keine Option, sie sind eine Versicherung. Aber das Wichtigste, investiere Zeit. Allein 30 Minuten am Tag machen schon den Unterschied zwischen einem rostigen Getriebe und einer gut geschmierten Maschine. Es geht nicht um den einen Marathon im Jahr, es geht um die kleinen täglichen Fahrten zum Bäcker, zur Arbeit oder einfach nur um den Block. Das ist das Zähneputzen für deine Gelenke. Das Erbe deines heutigen Ichs. Man sagt oft, Radfahren sei ein Weg, um von A nach B zu kommen. Aber nach über 4000 Kilometern weiß ich, das stimmt nicht. Radfahren ist ein Weg, um wieder bei dir selbst anzukommen. Wenn du im Auto sitzt, bist du in einer Kapsel. Du bist isoliert vom Wetter, vom Wind, von der Welt. Du starrst auf das Heck des Wagens vor dir und wartest, dass die Zeit vergeht. Auf dem Rad? Da bist du Teil der Welt. Du spürst den Widerstand, du riechst den Regen, du merkst, wie dein Herz schlägt. Du merkst, dass du am Leben bist. Erinnerst du dich an die Autofahrt letzte Woche Dienstag zur Arbeit? Wahrscheinlich nicht. Es ist eine graue Masse an Zeit, die du nie wieder bekommst. Erinnerst du dich an die Radtour zum See, an den Moment, als du den Hügel geschafft hast und oben die kühle Luft eingeatmet hast? Das sind Momente, die vergisst du dein Leben lang nicht. Und genau das ist die Rendite für deine Investition. Da kommt Spaß ab. Wir haben alle nur diese eine Maschine, diese eine Gesundheit. Und am Ende des Tages ist nicht die Frage, wie gut dein Auto in der Einfahrt aussieht. Am Ende des Tages ist die Frage, ob dir dein Körper erlaubt, die Freiheit zu genießen, für die du dein ganzes Leben lang gearbeitet hast. Und jetzt seid ihr dran. Willst du derjenige sein, der zusieht, wie das Leben an ihm vorbeizieht, weil der Motor nicht mehr mitmacht? Oder willst du derjenige sein, der mit 60, 70 oder 80 immer noch im Sattel sitzt und den Wind im Gesicht spürt? Die Rechnung kommt und mein altes Ich hat sich schon bezahlt. Und ich sag dir eins, das ist der beste Preis, den ich je in meine Freiheit investiert habe. Also, worauf wartest du noch? Die Werkstatt hat geöffnet. Komm rein, dein Körper wartet auf dich. Fang heute noch an und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal draußen auf dem Radweg. Und falls du auch schon angefangen hast, in deine Gesundheit zu investieren, schreib mir gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Ich bin darauf total gespannt.